Es war ein besonders grauer Nachmittag im Herbst, als Helen in die Küche ihrer Mutter zurückkehrte und durch das verschmierte Fenster die letzten verwelkten Blumen im Garten betrachtete. Die Stille zwischen ihnen war seit Jahren wie eine ungeputzte Fläche. Sie war immer da, ein wenig beschmiert, schwer zu übersehen, aber gleichzeitig so vertraut, dass man sich daran gewöhnte, auch ohne hingucken zu wollen. Helens Mutter, Martha, regte sich nicht, als ihre Tochter eintrat. Sie saß am Tisch, strickte und murmelte ein altes, immer gleiches Lied vor sich hin. »Ich habe nicht gedacht, dass du überhaupt noch kommst«, brach Martha das Schweigen schließlich, ohne vom Stricken aufzusehen. Ihre Stimme hallte in der altmodischen Küche, umgeben von verblassenden Gardinen und Jahren voller unausgesprochener Schuldzuweisungen. Helen seufzte. »Ich bin nicht hier, um zu streiten, Mama.« Fast hätte sie schon wieder angefügt, aber sie biss sich auf die Lippe. Der Friede zwischen ihnen war fragil wie die dünnen, blassen Tücher, die ihre Mutter so leidenschaftlich sammelte. Martha blickte auf, ihre graublauen Augen wie ein raues Meer, musternd und unkalkulierbar. »Dann? Wieso bist du hier? Willst du mein altes Strickzeug? Oder das blaue Tuch, das du immer wolltest, aber nie verdient hast?« Das blaue Tuch. Helen spürte, wie ein Schauer durch ihren Rücken zog. Es war der ewige Stein des Anstoßes gewesen. Ein seidenes, mit kunstvollen Mandalas besticktes Erbstück, das Martha von ihrer eigenen Großmutter erhalten hatte. Für Helen war es ein Symbol all dessen, was sie nie bekommen hatte. Liebe, Anerkennung, Stolz. Die vielen Streitgespräche um das Tuch, um Worte und Wertsymboliken hatten über die Jahre ihre Beziehung zerfranst wie das dünnste Garn. »Ich will doch nur reden«, sagte Helen schließlich und fühlte, wie ihre eigene Stimme seltsam verloren klang. Was bedeutet Vergebung? Diese Frage stellte Helen sich immer wieder, während sie dort saß, sich widerwillig in Erinnerung rufend, wie oft sie geschworen hatte, dieses Haus nie wieder zu betreten. Doch hier war sie, umgeben von vertrauter Muffigkeit und den seltsamen philosophischen Büchern ihrer Mutter, die Helen einst als spirituelles Wischiwaschi verhöhnt hatte. Vielleicht mussten Jahre vergehen, Pflicht und Schmerz sie zermahlen, bevor sie erkennen konnte, dass es nicht mehr um Schuld ging. Es ging um das Festhalten, an Missverständnissen, an hässlichen Worten, die einmal gesagt und dann in endloser Schleife abgespielt wurden. Marthas Augen verengten sich. »Reden, Helen? Wirklich? Dann fang an. Ich bin alt. Ich habe nicht ewig Zeit.« Helen spürte die legendäre Härte ihrer Mutter in jeder Silbe. »Ich glaube, wir haben zu viel nicht gesagt«, begann Helen vorsichtig. »Und irgendwann wird es zu spät sein, das weißt du. Dies alles, das blaue Tuch, was es bedeutet oder nicht bedeutet, es ist doch nur ein Symbol für das, worum es wirklich geht. Du hast mir so vieles nie erklärt, Mama. Und ich habe genauso vieles nie gefragt.« In einem Dorf irgendwo am Fuße des Himalayas glaubten die Menschen, dass Vergebung ein Tanz sei. Nicht ein einmaliger Akt wie eine Entscheidung, sondern ein endloser, schwungvoller Tanz zwischen den Seelen. Helen erinnerte sich an diese Geschichte, als sie auf einer Reise durch Indien einst ein altes spirituelles Buch in der Herberge gefunden hatte. Dort hieß es: Wer wirklich vergibt, löst nicht nur den anderen, sondern sich selbst aus den Banden der Vergangenheit. Helen merkte, dass sie tief durchgeatmet hatte, fast wie eine Pause im Tanz. »Mama, hast du nie das Gefühl gehabt, dass wir feststecken? Als wären da unsichtbare Fäden zwischen uns, die uns zusammenschnüren, aber nicht in die richtige Richtung?« »Du denkst zu viel«, antwortete Martha, doch ihr Ton klang milder. »Du warst immer ein Denker, aber nicht alles im Leben kann erklärt werden. Ich habe dich geliebt, auch wenn ich nicht jedes deiner Worte oder dein freches Benehmen verstanden habe.« Martha hatte sie, wie sie es nannte, hart aber gerecht erzogen. Doch all die Liebe schien immer an Bedingungen geknüpft gewesen zu sein. Helen sollte perfekt sein, die klügste, erfolgreichste Tochter, trotz wenig Lob und vieler Regeln. Und dann der Tag mit dem blauen Tuch. Helen war 14, eine rebellische junge Frau, die mit voller Kraft gegen ihre Mutter kämpfte. Als sie damals an Marthas geliebtem Erbstück zerrte und es fast ruinierte, aus Versehen,
hatte Helen geschworen, war eine Grenze überschritten worden. Ein Tuch, ein bloßer Gegenstand, hatte sie voneinander entfernt wie Felsen, die über Jahrhunderte vom Wind getrennt werden. »Ich habe dir dein Leben geschenkt«, sagte Martha langsam und starrte Helen an. »Aber ich habe immer gespürt, dass du nie verstanden hast, warum ich damals so hart war. Glaubst du, ich wollte das alles? Glaubst du, ich wollte mich opfern, nur um am Ende eine Tochter zu haben, die mich für alles verantwortlich hält?« Helen fühlte Tränen aufsteigen, echte, unkontrollierte Tränen. »Ich wollte niemals alles bei dir abladen, Mama. Ich habe es nur, ich weiß es nicht. Ich habe nie gelernt, wie man vergibt. Du bist auch nicht gut darin gewesen, oder?« Martha erstarrte. Zusammen saßen sie in der Küche, als sich die Stille veränderte, ihre Form so schleichend wie ein Schatten bewegend. »Du hast recht«, gab Martha zu. »Ich habe nie gewusst, wie das geht. Vergeben, weder anderen noch mir selbst. Vielleicht hatte ich Angst davor.« Helen nickte. Der Gedanke, dass auch ihre Mutter sich selbst nicht vergeben konnte, war merkwürdig tröstlich. Es machte sie menschlicher, greifbarer. Sie hielt Ausschau nach den Mandalas des blauen Tuches, die es in sich trugen, als wäre ihre gemeinsame Geschichte darin eingewoben. »Du hast mir immer beigebracht, dass man stark sein muss«, sagte Helen schließlich. »Aber ehrlich? Den Mut, dir das heute zu sagen, habe ich mir erst zusammensammeln müssen.« Martha, noch immer am Stricken, gab ein leises Lachen von sich, das ein wenig gebrochener war als sonst, dennoch irgendwie ermutigend. »Und jetzt, Helen? Sollen wir uns verbeugen und alles vergessen? Oder willst du endlich das blöde blaue Tuch?« Helen erwiderte das Lächeln. »Nein, Mama. Ich will einfach nur, dass du mir glaubst, dass ich…« Ihre Stimme zitterte. »Dass ich dir vergeben habe.« Martha hielt inne und legte das Strickzeug beiseite. Zum ersten Mal in Jahren griff sie sanft nach Helens Hand. Worte waren nicht nötig. Auf dem Heimweg hielt Helen das blaue Tuch in ihren Händen. Martha hatte es wortlos hingelegt. Es fühlte sich schwerer an, als es eigentlich sein sollte, und dennoch ungewohnt leicht für das, was es repräsentierte. Spirituelle und philosophische Überlegungen waren immer leicht zu finden, doch Helen spürte, dass Vergebung mehr war als ein Konzept. Es war ein Prozess, ein kontinuierlicher Tanz, der heute Abend endlich seinen Anfang gefunden hatte. Sie sah erneut die Mandalas, die symmetrischen Muster, die wie Verbindungen zwischen den Generationen wirkten. Und während Helen das blaue Tuch in ihren Händen festhielt und die herbstliche Abendsonne die Mandalas zum Leuchten brachte, spürte sie, dass Vergebung kein Ziel war, sondern ein Weg, ein stiller Tanz zwischen zwei Seelen, die endlich den Mut gefunden hatten, einander wirklich zu sehen.